Hallo Pretty Noise mit FM Einheit und Darf ich mal das hier dann nehmen? Dann kommt die Nummer 1. Pretty Noise. Mein Name ist Kaspar Brölzmann. Ja, bin mit so drauf unterwegs, waren gestern im Studio und habe eine Produktion, die geht bis November, das ist meine eigene Musik und habe noch andere Baustellen mit DJs zwischendurch. Aber die eigene Produktion, die wir gerade führen, die macht mir sehr viel Spaß. Da sind wir im Candy Bomber Studio in Berlin. Mufti ist dabei. Ist noch der Komi dabei, ist der Ingo Kraus dabei. Ich bin da gerade in sehr guten Händen. Unter welchem Namen wird das released? Wissen wir noch nicht so genau. Also ich führe das jetzt erstmal, ist mir auch egal, wie es dann im Grunde genommen heißt, aber im Grunde genommen geht es eigentlich darum, bei mir hat was stattgefunden, dass ein System nach 27 Jahren irgendwie immer dasselbe machen, eigentlich in dem Sinne ablöst. Also ich gehe in eine neue Welt, wo ich noch so rumtapse und versuche, also erstmal das Wohlbefinden der anderen, also dass es denen gut geht und dass ich meine Musik gut spielen kann in einer guten Qualität. Also das ist gerade im Moment das, was ich mache. Und wir haben was gemacht, was es so noch nicht gibt. Also wir haben, ich spiele da auch Bass, ich spiele da gar nicht Gitarre mehr. Heute hier als Gast spiele ich Gitarre, aber... gnädigerweise. Gnädigerweise. Na gut, einmal hol ich Na raus, gut. die alte Gitarre. Ich darf nochmal die blöden 6 Seiten anfassen, genau. Naja, wir machen ein bisschen Unsinn, aber wir beide kennen uns auch schon lang. Aber das, was wir da so neu machen, ist auch irgendwie ein neuer Stil einfach. Ich habe 4 Jahre für geprobt, bin da ganz gut mit beschäftigt gerade. Es geht am 22. Juni geht's los. Ich würde gerne mit euch ein bisschen über den Unterschied zwischen 80er, 90er Jahren und jetzt reden, was die Musikindustrie betrifft. Internet bietet ja quasi vielen Acts eine Möglichkeit, sich selbst zu vermarkten und halt direkte Wege ohne Labelbosses und ohne A&Rs zu gehen. Und ihr seid ja schon relativ lange im Business. Was würdet ihr sagen, hat sich musikalisch oder gibt es irgendwelche Verluste, die wir durch das Internet haben, musikalisch gesehen? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ob man das irgendwie mit seinem Begriff Internet festmachen kann, aber irgendwie die Wertschätzung, also im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwie, dass irgendwie was einschätzt, dass irgendwie so und so viel wert ist, existiert für Musik nicht mehr. Richtig, ja. Also du kannst kann ich nur zustimmen. Du kannst eigentlich von Musik nicht wirklich leben. Also für mich geht das schon, weil ich halt sehr lange dabei bin und irgendwie da ganz gutes Standing habe über das, was ich in all den Jahren gemacht habe und dementsprechend irgendwie von Leuten engagiert werde, irgendwie, dass ich für die Musik schreibe. Aber wenn du als junge Band irgendwie erstmal Geld mitbringen musst, damit du überhaupt auftreten kannst, dann das ist ganz von vornherein irgendwie auf den Kopf gestellt. Weil du machst natürlich Musik, weil du Musik liebst, weil es irgendwie für dich als Musiker ein tolles Mittel ist, sich auszudrücken. Aber du musst ja auch irgendwie gucken, dass du davon leben kannst, dass du irgendwie einfach in der Gesellschaft existieren kannst. Und das gibt es eigentlich bei Musik nicht mehr. Hat das irgendwelche Konsequenzen auf den Musikmarkt? Für mich jetzt als Zuhörer? Also die Frage zielt ja auf das Internet ab. Ne? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, kann ich überhaupt gar nicht mitreden. Ich finde die Worte von Mufti toll. Ich persönlich tick
nochmal anders. Ich bin so heilfroh, überhaupt überleben zu können, in dem Sinne, dass ich sowas Schönes habe wie Musik überhaupt. Ich kann das überhaupt gar nicht jetzt so an Internet und wie das alles so geht. Das machen andere, weil ich bin jemand, der sich selber gar nicht verkaufen kann. Ich kann das nicht. Dann habe das auch durchgezogen. Das denken die anderen auch immer, aber es gibt ja selten die Frage, wie es mir geht bei den Dingen, die ich tue. Aber ich bin heilfroh für die Töne, die ich entwickle irgendwie und dann so finde. Das verkauft sich natürlich wahrscheinlich schlecht, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der in der Musik sehr verwurzelt ist und so guckt, dass es gut ist. Weißt du, wie ich dir schon vorhin sagte, so für auch die anderen. Ich bin nicht gepolt an irgendeiner Szene oder ein Musikmarkt oder ein Internet oder was auch immer. Ich bin sehr verknüpft mit meinem Instrument und vor allen Dingen auch mit den Menschen. Weißt du, und das ist mir so das Liebste eigentlich, wenn wir mit dem, was wir da jetzt neu versuchen zu tun, das zu erreichen, da können wir Internet durchaus benutzen und wie auch immer, aber das machen andere, das mache ich selbst nicht, ich kann das nicht. Aber ich bin auch dann viel zu viel beschäftigt mit der Arbeit an der Musik selbst. Es ist natürlich sehr schön, ein Team zu haben, wo du dich in guten Händen fühlst. Und ich muss Mufti wirklich recht geben. Also ich finde, da haben wir auch schon ein paar Tote hinter uns irgendwie, die genau, also die Bedeutung der Musik in dem Sinne hat sich für andere Menschen, die aus unserer Generation, sage ich mal, kommen, total verändert. Wirklich. Du kannst schon komplett von deiner Musik leben, oder nicht? Manchmal ja, manchmal nein. Also nicht komplett. Also nicht komplett, nein. Dayjobs oder sowas? Was ist das? Dayjobs? Normale Arbeit. Weiß nicht. Nee. Irgendwelche Arbeiten. Ich schreibe einen Roman. Also ich kann schon von der Musik leben. Aber also musikalisch hat sich natürlich irgendwie das Internet irgendwie insofern geändert, dass du nämlich schnell kommunizieren kannst. Irgendwie, ne? Was ich auch toll finde. Irgendwie. Also das ist irgendwie, du kannst mir schnell Ideen austauschen. Es geht schnell, richtig? Und abgesehen davon irgendwie also die Möglichkeiten, wie du digital Musik manipulieren kannst, irgendwie schon gigantisch und genial. Früher habe ich nur noch so Tonbänder auseinandergeschnitten und wieder zusammengeklebt und das waren dann so Bänder, die das ganze Studio gingen. Irgendwie dann haben wir irgendwie 16 Spurbänder irgendwie auseinandergeschnitten. Und Techniker ist das ein Traum wahrscheinlich. ja, aber ich bin auch froh, dass ich das andere auch kann, weil ich irgendwie genau weiß, was es bedeutet, irgendwie, wo da irgendwie so ein Ton sitzt. Irgendwie. Weil andererseits ist es natürlich dadurch, dass du halt immer wieder Undo machen kannst, musst du dich auch nicht wirklich entscheiden. Also ich gesagt, okay, ich schneide es jetzt mal so, aber ich habe da irgendwie dann so noch 20 Mal das Gleiche gefilmt irgendwie und Thomas hat halt irgendwie, weiß nicht, 500 Mark gekostet. Irgendwie. Und da war eine halbe Stunde Zeit, irgendwie 16 Spuren irgendwie und im Studio, wo Kasper jetzt arbeitet, irgendwie, die haben richtig altes analoges Equipment. Ist noch die Blues Brother. Nur ein Vierspurrekorder. Also mit vier Leuten aufnimmst, hat jeder eine Spur. Irgendwie. Du musst dich halt überlegen, was er irgendwie in der halben Stunde, die das Band lang ist, irgendwie mit seiner Spur anstellt. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Als ich noch klein war, hat man so Platten getauscht. Du hast eine neue Platte gekauft. Irgendwie, oder Singles, ne? Und jetzt tauscht man mit Festplatten. Das ist irgendwie jetzt weiß nicht, 100 Gigabyte Musik. Du hast überhaupt keine Ahnung, was das ist, Musik. Du wirst sie auch nie hören. Weil irgendwie allein sich da durchzuwursten. Aber ich habe gesagt, nee, das ist eine tolle Platte. Irgendwie, hör die lieber an. Da kennt er sich besser aus. Ich habe mal
Ich verrate ja nur was ganz Kleines. Aber hast du mal in seiner Schublade gesehen, wie viele Festplatten da drin liegen? Ja, aber ich bin dazu Grundstein gefüllt mit meiner eigenen Musik. Ich bin da schon Zerstörte vor allem. Was habt ihr denn primär so für Musik gehört, als ihr so 18 bis 25 war? Was Punk. war so extrem inspirierend für euch? Punk. Punk. Also meine erste große Inspiration war Han Bennick, ein holländischer Schlagzeuger. Dann zweite, der mich total geflasht hat, war Miles Davis, Bitches Blue. Und Das ist auch toll. das dritte war irgendwie Patti Smith. Bei dir knallhart Punk oder was? So ganz ehrlich ist es nicht, aber wenn ich so ganz ehrlich bin, hat es angefangen. Ganz ehrlich. Doch. Ein bisschen. Communication Breakdown. Let it rock. Das war Jimmy Page. Jimmy Page. Ich hatte in meiner Familie mal eine Kiste Schallplatten geschenkt bekommen. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt interessant ist. Doch, das ist genau das, was uns interessiert. Okay, pass auf, aber ich habe dann, ich habe so einen Macke, ich will niemandem die Zeit rauben. Pass auf, ich mach das jetzt. Und dann habe ich Let It Rock gehört, das war so ein schwarzes Cover mit so Nieten drauf und so, also ziemlich rockermäßiges Zeug irgendwie. Ne? Da war das Stück drauf, Communication Breakdown von Led Zeppelin. Gab's ein Feedback, wo ich dachte, wow, das möchte ich auch gerne spielen. Und ich bin so zur Musik gekommen. Ich bin in jungen Jahren dazu gekommen, dass über diesen Sound, also dieses Geräusch vor allen Dingen auch, ich an die Musik gekommen bin und hatte mir mit meiner Märklin-Eisenbahn ein Draht gespannt zwischen meinen Doppelbettpfosten mit meiner Schwester, wo ich mir die Hände dran verbrannt habe, weil er dann heiß wird. Und dachte, oh Mist, das klingt ja gar nicht. Und danach habe ich mir eine Gitarre besorgt. Da ist auch kein Ton mehr dran gemacht. Nur die Seite gespielt. Ich wusste es ja nicht. Ich wusste es ja einfach gar nicht, wie das überhaupt geht. Ungern irgendwie so klassifiziert wird. Irgendwie. Keine Okay, du Schublade. gehörst irgendwie dazu, du gehörst dazu. Ja, Und genau. dagegen verwehrt man sich immer irgendwie so ein bisschen. Irgendwie. Aber natürlich ist irgendwie Musik auch eine politische Haltung. Irgendwie. Und Ich weiß auch nicht, wie man das erklären kann. ganz klar, irgendwie, da Neubauten auch irgendwie eine politische Band. Irgendwie. Wo man jetzt nicht sagen kann, irgendwie, dass man jetzt. Du bist dann sowieso vereinnahmt. Das ist irgendwie, wenn die Scherben, die Scherben irgendwie sind halt dann irgendwie so von der ausbesetzten Szene irgendwie völlig vereinnahmt worden irgendwie und wären dazu verdammt gewesen, bis an ihr Lebensende irgendwie immer auf allen Solidaritätskonzerten umsonst zu spielen, irgendwie, weil sie ja irgendwie links sind und die Hausbesetzer-Szene irgendwie meinte, das sind ihre Sprecher irgendwie, obwohl die selbst damit gar nicht, dass sie es so ausgesucht haben. Irgendwie. Habt ihr irgendwas mit zeitgenössischer Musik am Hut so? Gibt es Sachen irgendwie aus den letzten 2 Dekaden, die euch noch interessieren so? Kann ich jetzt nicht irgendwie so bestimmte Namen aufrufen, aber irgendwie natürlich an jegliche Art von Musik irgendwie interessiert. Irgendwie. Und ich denke, wir sind aber selbst irgendwie zeitgenössische Musik. Also ich kann auch nur von mir reden, irgendwie. Ich stehe halt da, wo ich bin, irgendwie in dem Moment und äußere mich dazu. Irgendwie. Also schon allein deshalb ist es nicht gut, wenn du sagst, okay, das ist zur Industrial-Szene oder das zu der Szene oder so, da ist noch gar keine Möglichkeit, dann irgendwas anderes zu machen. Also im Fall von Neubauten wäre es so gewesen, wenn wir das immer so weitergetrieben hätten. Erst haben wir die Bühnen angesteckt, dann jetzt angefangen, ein bisschen den Arm abzuhacken. Dann jetzt wahrscheinlich irgendjemand im Publikum umbringen müssen. Irgendwie, weil du kannst es halt irgendwie so Spektakel dann irgendwie nicht mehr steigern. Irgendwie. Also Dinge, die einfach erstmal so aus Spaß machst.
Und die sich verselbstständigen, bist du halt irgendwie einfach nur ein Schatten deiner selbst. Bist du nur eine Karikatur von dem, was du eigentlich willst. Irgendwie. Von daher sage ich mir, nee, also ich kann irgendwie einen Tag mit den Neubauten spielen, am nächsten Tag mit Marianne Rosenberg ins Studio gehen und irgendwie mit dir was machen. Und das macht Spaß. Das ist, was mich interessiert an Musik. Kommunikation. Ja, muss ich Mufti wirklich zustimmen auch. Und ich finde auch, wenn politisch hin oder her, was auch immer, ich finde schön, das Gefühl zu haben, wie Musik im Grunde genommen klingen kann. Also wenn du wirklich mit dem Instrument verbunden bist oder wie ob das elektronisch ist oder in meinem Fall mit Bass oder Gitarre. Ich finde es schön, dass es so unabhängig sein kann von allem Möglichen und es hat natürlich einen Grundgedanken. Im Grunde genommen geht es mir persönlich nur darum eigentlich, dass es Menschen irgendwie gut geht. Ich muss das aber jetzt alles überhaupt gar nicht formulieren. Also es ist sehr schwierig im Interview. Also wir könnten jetzt plaudern. Weißt du, das können wir jetzt so machen, aber ich kann nicht abreißen oder irgendwie so sagen, definieren, okay, so ist es einfach nicht. Aber wenn wir hier zum Beispiel mit so Dorf spielen, was der Jan einfach, also der Jan Klare möglich macht, dass zum Beispiel auch wir beide als Gäste dabei sind und dass wir im Grunde genommen Kraft auch versuchen geben zu können, dem, was die alle, das sind 30 Musiker, weißt du, das sind so Abenteuer, auf die lässt man sich ein und das hat manchmal viel damit zu tun, dass man im Sozialen, sage ich mal, die Menschen einfach mag. Man hört es einfach, weißt du, und man ist dann einfach, wenn wir jetzt hier rumlaufen würden und sagen, okay, wir haben den und den Namen, zum Beispiel, ich persönlich tue das nicht und begreife den auch manchmal gar nicht. Andere denken das, aber ich gehe mit der Musik tatsächlich so um, dass wenn sie gut ist, dann bin ich dann auch da. Weißt du, im Grunde genommen geht es um Herzlichkeit. Also auf Freude auch, weißt du, dass es Spaß macht. Ob das jetzt nur ein Interview ist oder Internet oder was auch immer. War auch wie früher als Punk. Wenn dich irgendwas zieht, dann ziehst du es halt durch. Dann machst du das halt. Und das finde ich interessant. Ob die Zeiten sich nun verändert haben, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen haben sie sich so doll ja eigentlich doch nicht verändert. Also ihr kommt mir beide schon sehr als freundliche und sanftmütige Jungs rüber. So, ne? Ich glaube auch, dass das auf einer persönlichen, menschlichen Ebene wichtig ist mit den Mitmusikern. Aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass politische Aspekte in der Musik, oder wenn wir jetzt Punk ansprechen, dass Musik, die einfach eine politische Konnotation hat oder in irgendeiner Art und Weise systemgefährdend oder gefährlich ist, dass das weniger wird. Dass das weniger bis schwindend wird. Könntet ihr da zustimmen oder seht ihr das anders? Ich befürchte das auch ein bisschen. Musik ist auf eine Art ja widersprüchlich. Einerseits ist es irgendwie so eine Art Realitätsflucht. Also du begibst dich aber in deine eigene Welt, die aus Klängen besteht. Aber andererseits ist auch das sehr politisch, weil du einfach eine bestimmte Haltung irgendwie vorlebst, dass du irgendwie zu dem stehst, was du tust und das auch gegen Widerstände machst. Aber ich sehe auch, dass es irgendwie viele Menschen sich sehr große Mühe geben, irgendwie zu funktionieren. Im Gegensatz dazu irgendwie einfach so Querköpfe zu sein, die sich eben nicht daran orientieren, was irgendwie der allgemeine Musikgeschmack oder was auch, das wird ja eh von außen geprägt, was du den Leuten vorsetzt, das werden sie auch hören, wenn du irgendwie keine Chance gibt, was anderes zu hören, dann werden sie es auch nie lernen. Ja, ich sehe das ähnlich. Also, dass die Angst immer größer wird. Dass du überhaupt damit existieren kannst. Oder was ich anfangs schon gesagt habe, dass du das Geld mitbringen musst, wenn du anfängst Musik zu machen. Und darüber hinaus, weiß nicht, dann
bei Verträgen einfach komplett alles abgeben musst, Merchandise-Rechte oder so, wo immer du irgendwie den Markt machen kannst, irgendwie, wird dann irgendwie von den Plattenfirmen irgendwie vorher schon abgegriffen, irgendwie, damit die Investition irgendwie auch wieder bezahlt macht. Ja, aber wir können nichts anderes machen, außer irgendwie selbst auf die Bühne zu gehen irgendwie und das mit einer aufrechten Haltung zu machen. Und zu hoffen, dass man ein paar Leute damit anstößt. Also von der Sanftmut hin oder her irgendwie. Also es ist schon ganz gut, wenn man irgendwie dazu steht irgendwie und davor sagt, nee, so ist es nicht gut irgendwie. So kann es nicht gehen. Irgendwie. Hört auf damit. Vielleicht auch nochmal zu dir. Wie gesagt, ich empfinde euch als sehr sanftmütig. Aber stell dir vor, ich zeige meiner Mutter Koksofen. Das ist so dunkel von der Atmosphäre her und so, es klingt wie dunkle Magie. Es ist sehr aggressiv, energetisch, düster. Es ist anders als Mucke, die sie hören würden. Und das ist ja nicht aus Versehen passiert. Also das ist ja so beschrieben, über mehrere Platten hinweg. Ja, also ich habe nie Koks genommen und dann finde ich, nee, aber es ist manchmal alles anders, als es scheint und Koksofen hatte sehr viel mit der Energie zu tun von den Hochöfen. Da sitzen wir ja genau richtig hier in Duisburg. Und für mich, ich denke da immer nur an Bildern. Ich kann keine einzige Note. Ich kann den Notenschlüssel malen, sage ich mal. Aber ich muss alles mit dem Gehör, ich muss alles intuitiv machen aus meiner Person und zu gucken, dass, wie ich eben auch schon sagte, dass es den anderen gut geht eigentlich. Und dann ist es mittlerweile so, dass für mich Musik einfach auch ein Geschenk ist. Und die Bilder, die ich da male, das verbindet mich zum Beispiel auch stark mit Mufti. Dass man Bilder zusammen malen kann, egal wie sie jetzt gelagert sind, egal was Leute erzählen, ob politisch oder nicht, Internet hin oder her, was auch immer. Aber das Schöne ist, dass du Menschen in deinem Leben begegnest, mit denen man das machen kann. Also das finde ich, die Begegnungen im Leben, die finde ich toll. Also das betrifft... Du kriegst das nicht mehr umgebogen. Nee, entschuldige, wenn das auch so blöde klingt. Wir kommen aus der Kirche, kommen wir auch nicht auf. Ne? Aber man versucht halt sein Bestes. Weißt du, wie man das alles erklären kann. Ihr habt beide gerade zu einer extremen Lebensliebe zur Musik geredet, also dass das halt extrem wichtig ist. In Leidenschaft. Leidenschaft, Liebe. Dort, wo viel Liebe und viel Leidenschaft ist meistens auch irgendwo Hass als Gegenteil. Also die meisten Leute, die halt alles gut finden, die finden halt auch nichts scheiße. Ihr habt auch über DSDS geredet. Ja, mit Hass habe ich nichts zu tun, das muss ich mal ganz klar sagen. Das heißt, gibt es irgendwelche Art von Musik oder Kunst, wo ihr sagt, das ist total unwichtig und substanzlos? Nee, aber interessante Frage. Also ich werte nicht. Ich bin teilweise viel umgeben mit Menschen, die werten. Das hat eine Berechtigung oder das hat keine Berechtigung. Und das finde ich, also genau auch wie mit dem Wort Hass, was du gerade gesagt hast zum Beispiel. Ne? Ich persönlich habe mit Hass gar nichts zu tun. Ich finde es auch kein gutes Wort und ich finde es auch keinen guten Umgang miteinander. Und es ist mir aber, da triffst du gerade einen Punkt bei mir zum Beispiel, der auch in meiner Entwicklung so, sage ich mal, stattfindet. Aber ich hatte Hass zum Beispiel nie. Auflehnung auch in Wirklichkeit nicht, aber ich komme immer so von der Musik, sage ich mal, her, also wie etwas klingt. Also wenn etwas schön klingt, macht es einfach wahnsinnig Spaß. Das ist toll. Nee, es gibt schon eine Menge Kunst, die ich irgendwie ziemlich abscheulich finde. Ist egal, kannst du auch hassenswert nennen. In dem Moment, wo das beliebig wird. Weil der Umgang mit Musik in irgendwelchen Fernsehshows so irgendwie für jede Handlung, die gerade passiert, irgendwie irgendein totales Klischee irgendwie drunter gelegt wird. Das tut mir echt in der Seele weh. Das glaube ich. Das ist so schrecklich. Für mich relativ wertvolles Ding, irgendwie Musik, irgendwie einfach so
scheiß drauf. Irgendwie hier, bla, irgendwie überall, die kriegst du irgendwie, kannst du 5er packen, irgendwie so einen Scheiß kaufen. Das finde ich schon ein bisschen verachtenswert. Also ein Ding. Also das kannst du sehr weit ausweiten. Habt ihr irgendwelche Tipps für jüngere Musiker, die gerade anfangen zu mucken so und so ein bisschen sich an euch orientieren, wie man am besten seine künstlerische Vision und seinen eigenen Stil ausarbeitet und dahin kommt? Macht ihr beide einen relativ eigenständigen Sound. Also ist ja, aber das ist wirklich schwer, weil es gibt schwer irgendwie ein Rezept, aber du hast schon genau das Wichtigste gesagt. Das ist halt irgendwie, du musst halt gucken, dass du irgendwie wirklich ganz eigen klingst. Dass du irgendwie so lange suchst, irgendwie, bis du irgendwie einen Sound findest, der irgendwie ziemlich direkt entsprechend von dem ist, was du fühlst. Irgendwie. Und das ist halt also Arbeit klingt mal so blöd, klingt mal so nach Deutschland sucht den Superstar, du musst hart genau. arbeiten und so. Ich glaube, du musst irgendwie musst halt sehr offen sein, du musst irgendwie genau gucken, was du machst, musst es auch kritisieren irgendwie und musst forschen, bis du irgendwie wirklich einen Ton findest, irgendwie, der so ganz dein eigener Ton ist. Irgendwie. Und dann musst du irgendwie Gottvertrauen haben, dass andere Menschen das irgendwie genauso toll finden wie du selbst. Bei mir ist der Blitz eingeschlagen mit 14. Wie ich eben schon erzählte irgendwie, aber es ist eine interessante Frage. Also ich kann auf jeden Fall nicht raten, irgendetwas. Ich kann nur sagen, dass wenn einem eine Idee im Leben gut gefällt, ob das jetzt Musiker ist oder nicht, oder das kann jetzt völlig unabhängig vom Beruf sein. Ich finde das schön, wenn man etwas findet, wo man denkt, ja, das möchte ich gerne machen. Also das kann ich nur unterstützen, ob Musik hin oder her. Bei uns war es halt jetzt Musik. Für mich war ganz schwierig im Leben, irgendwie dann gab es so Helden von Jimmy Page, Ritchie Blackmore und dann Jimi Hendrix kam dann später und dann war ich 18 und ich wollte aufhören, weil ich dachte, ich schaffe das überhaupt gar nicht mit den Helden. Das waren meine Helden ja früher irgendwie, ne? Und dann dachte, die sind so stark und so gut, kann ich niemals im Leben Gitarre spielen. Und wollte aufhören, wollte meine Gitarre verschenken und wie auch immer und war tatsächlich verzweifelt. Ich hatte tatsächlich verzweifelte Zustände mit 18 hinter mir, wo ich dann auch so gesagt habe, da bin ich ja mal zu meiner Mutter gegangen und die hatte gespült. Wir hatten einen Abwasch gemacht und ich habe gesagt, mir geht's nicht gut. Weißt du, was sie immer gesagt hat? Die sagte, entwickel's doch einfach weiter. Und nur deswegen sitze ich heute hier an dem Tisch. Weil das so die Chance war, wo mir geholfen wurde, sage ich mal, um seinen eigenen Weg zu finden. Und die Hilfe, die finde ich toll. Also das hat sie bis heute gut gemacht. Na gut, eine Sache ist halt schon auch sehr wichtig, ist miteinander spielen. Also Musik, und reden auch. Naja, reden irgendwie finde ich nicht so wichtig, weil irgendwie dafür habe ich die Musik. Aber es ist immer besser, irgendwie rauszugehen, irgendwie mit den Menschen zusammenzutun, irgendwie Ideen auszutauschen irgendwie und daran groß zu werden, als zu versuchen, alleine irgendwie einen PC zu hacken. Also, das macht nicht so Spaß, ne? Nee, also du sagst ja, wir spielen Musik zusammen irgendwie und das würde ich gerne den jungen Leuten mitgeben. Spielt auch miteinander. Okay.